Freitagmorgen, der 17. Juni, kurz vor der 9. Ich laufe jetzt los vom Monarchpass, wo ich gestern Abend geschlafen habe. Ich habe ganz schlecht geschlafen. Ich bin gestern noch in das Seilbahnhäuschen geschlichen. Illegalerweise müssen ein bisschen reinklettern. Darum habe ich auch nicht geschlafen. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht, was echt wenn einer kam und ja. Und dann sind immer wieder Lastwagen durchgefahren auf dem Parkplatz und haben Motoren laufen und ja, nicht eine gute Nacht gewesen. Aber ich laufe jetzt gleich los. Tag 53. Ich schaue, dass ich vielleicht am Mittag ein bisschen Pause machen kann, vielleicht ein Mittagsschläfchen. Wobei das hat bis jetzt noch nicht geklappt, aber ja, wir sehen es dann. Auf jeden Fall sind es jetzt irgendwie knapp über 75 Meilen bis nach Twin Lakes. Und ich habe vorher gesessen dabei, glaube ich, für 5 Tage gesessen dabei. Und ich denke, länger als 3,5 Tage kann ich nicht, wenn man etwas mehr dabei hat. Ist es immer gut. Nicht gut zum Tragen, aber ja. Oh no, goes up again. Es ist jetzt 1:10 und ich habe bis jetzt noch keine Pause gemacht, bis auf den kurzen Sprung in den See.
Hunger habe ich bis jetzt eigentlich noch gar nicht so groß gehabt. Ich habe noch Gott Morgen nicht auf dem Pass oben. Ich laufe jetzt ein bisschen durch den Wald und ab und zu spiele ich Regentropfen. Aber ich habe dort eigentlich Glück gehabt. Weil da hinten, wo ich hinlaufe, ist blauer Himmel. Ich muss jetzt geradeaus noch. Ich kann nicht an die Straße rauf. Also ich habe jetzt gerade in der Karte nachgeschaut. Ich gehe jetzt die Forststraße rauf. Und die bringt mich dann wieder oben weg. So, wir haben wieder den Wanderweg. Und schon kommt wieder die Sonne. Der Regenguss, dunkle Wolken sind vorbeigezogen. Haben wir schon wieder Glück gehabt. Jetzt ist es 3 und ich mache jetzt eine Pause. Es ist jetzt halt nicht mehr eine Mittagspause, es ist jetzt mehr jetzt zu Abend. Es ist jetzt 3:45. Ich habe gegessen und nachher sind die Mucke ein bisschen aufdringlich geworden. Jetzt habe ich mir jetzt gehen. Ich bin jetzt gerade unterhalb vom Kalk Creek Pass und ich warte jetzt gerade hier ein bisschen, weil da oben scheint es zu regnen oder mehr zu regnen als hier unten. Wenn ich da hinten schaue, dort hat es ein bisschen Sonne, aber oben regnet es ein bisschen. Ich glaube, jetzt bleibe ich gerade da noch 5 Minuten und schaue, was das Wetter so macht. Ich habe da gerade ein bisschen Stein auf die Seite gebiegen. Falls es schlimmer wäre, ich habe geregnet, hätte ich dort einen Hundschlupf gefunden. Aber ich glaube, jetzt ist es ein gutes Zeitfenster. Jetzt gehe ich über den Pass. So, hätte ich es geschafft auf den Kalkkreek Pass und das meiste in Sonnenschein. Gute Woche sind sie über die Herzog, über den Pass. Aber ich habe mich trotzdem beeilt und Regensachen abgehalten, weil der nächste Strang kommt schon wieder. Ich hoffe, die zieht ein bisschen links weg. Jetzt habe ich dort mit draussen so ein Haus gesehen. Jetzt bin ich querfeldein. Ich denke, das ist irgendjemand sein Ferienhaus. Es ist viel zu schön, dass das irgendwie so eine Wanderhütte kann sein kann. Aber ja. Aber da hat es genug Platz, um
übernachten. Es ist jetzt mittlerweile 20 ab 6 und ich bin immer in dem Hitli. Hancock Paradise ist da geschrieben. Ich habe jetzt da ein bisschen unter dem Vordach ein bisschen Ordnung gemacht, ein Plätzchen gemacht. Da Meckali und ein bisschen Windschutz. Dann habe ich den Kessel zum Draufhocken und Kiste zum Tischli. Mache ich auch nie kaputt und ich habe ein bisschen Ordnung gemacht und ja, machen wir es so. Mache jetzt etwas zur Nacht. Und schlafe ich aus und ins Bett. Es ist Samstag, der 18. Juni, 10 vor 7 und ich habe zum Morgen und zusammengepackt. Ich habe die Regensachen angelegt. Obwohl es momentan regnet es nicht, aber man weiß es nicht. Es tut zwar eher ein bisschen auf, scheint das einmal zumindest jetzt. Aber es kann sicher dann schnell wieder ändern. Ja, ich habe gut geschlafen hier unter dem Vordach von dem Hitli. Es hat auch das Nachtdienst geregnet und heute Morgen. Ja, aber ich bin gestern die Sache geblieben, aber am Morgen hat es gerade ein bisschen so reingenieselt. Der Wind hat es so reingedreht. Tag 54 wäre das jetzt heute. Mach mich auf den Weg. Es ist 20 ab 8 und ich habe es gewagt, die Regensachen abzuziehen. Vorher ist gerade sogar ein bisschen Sonne gekommen.
ist jetzt 20 ab 10 und ich bin hier an einer Kreuzung, wo es eine Alternativweg gibt. An der Straße nach, über den Tinkrab-Pass und dann ab auf die andere Seite das andere Tal und dann das Tal entlang. Alles ziemlich tief unten. Oder aber man macht den Originalweg, den Höhenweg. Alles hier oben durch. Viel schöner oben durch. Aber wenn dann ein Sturm reinkommt, auch weniger gemütlich. Ich versuche mein Glück oben durch. Ich hoffe, es sind zwei dunkle Wolken rum. Ich hoffe, die ziehen einfach vorbei. Da ist zu zeigen, von wo ich komme. So, dort hinten runter bin ich gekommen, der Wald ab, alles im Zickzack ins Tal runter. Dann noch die Offroader sind. Und jetzt geht es zickzack auf der anderen Bergseite wieder runter. Und ab und zu kommt die Sonne. Ich finde das Loch, dort die Wolkendecke und schauen, wo ich bin. Damit sie weiss, wo sie nicht regnen muss. So, das war also die Baumgrenze. Jetzt bin ich wieder durchgesetzt. Aber das Wetter hat sich gut bis jetzt. Es ist jetzt 5 ab 12 und ich hocke jetzt am Norden an und mache eine Mittagspause. Ich habe jetzt gerade vorher mit dem Bach noch Wasser aufgefüllt. Jetzt muss ich schauen, vielleicht bei diesen Bäumen oben dort. Viertel vor 1 und ich laufe wieder weiter. Bevor ich gerade kurz verklippt habe, gedacht, jetzt kommt es gleich noch sagen. Aber ja, man weiß nicht.
Aber jetzt sieht es doch genau aus, dass ich die Sachen anlegen muss. Früher hat man es wegen Ziga nicht schön angelassen. Aber die baut es an. Ist noch nicht ganz vorbei. Und ich muss jetzt den Pass üben. Du bist irgendwo da oben ein Pass. Da muss ich. So, da unten war der Cottonwood Mountain Pass. Es hat jetzt gerade noch so wieder mega einfach ein bisschen regnen. Gerade so ein bisschen am Rand von der Regenzahl. Links von mir sieht ganz düster aus. Ich gehe jetzt auf den Pass ab und ich gehe einfach weiter. Dann geht es ins Tal ab. Irgendwo Baumgrenzen ab und irgendwo wo es Wasser hat. Schauen, wie weit das ich noch mag. Eigentlich war das heute schon eine anstrengende Strecke gewesen. Aber ich wollte nicht hier oben übernachten. Ich wollte lieber ein bisschen ab Baumgrenze oder irgendwo wo es Baum hat. Das Zelt unter einen Baum aufschlagen. Ja, es ist jetzt 20 vor 7 und jetzt habe ich ein bisschen zu lang gewartet mit dem Zeltplatz suchen und aufstellen. Jetzt bin ich in das Gewitter reingekommen. Jetzt stehe ich da unter ein paar Bäumen. Ja, warte bis es ein bisschen angeht. Es
ist natürlich die Jacke nass und die Hose zum Teil an, ja, hinab ist die Flotsch nass. Jetzt hat es mich verwitscht. Jetzt habe ich lang gut gehabt, Glück. Es ist 7:45. Ich hocke in meinem Zelt und ist jetzt Nacht. Ich bin hier unten beim Texas Creek. Es hat sehr viel Wasser in diesem Bach. Ich kann ihn nicht mehr hinreizen. Ich hätte mir die Hose abziehen. Kommt er sicher über die Knie. So viel Wasser jetzt vom Schmelzen, vom Schneeschmelzen, plus noch das Gewitter. Und jetzt alles Wasser über rein. Morgen geht es sicher besser. Ja, ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen heute. Der Schluss. Mit dem Gewitter, wo man drinnen gesickelt ist. Aber man hat das Zelt für ihn stellen. Ja, weil man hat man ein Stock reinhocken. Und da war die Haut noch nicht so nass. Ja, schlimm ist es nicht, aber jetzt ist ich noch zur Nacht und nachher gehe ich schon gleich liegen. Und morgen schauen wir, vielleicht ausschlafen. Und dann wird das Wetter dafür abends. Das wär's für heute. Es ist Sonntag, der 19. Juni, 5:08 Tag 55. Ich habe jetzt meine feuchten Sachen, nassen Sachen zusammengepackt. Das Einzige, was trocken ist, ist das Plätzchen, wo ich geschlafen habe. Ja, der Schlafsack ist feucht und die Luftmodellation am Boden ist feucht. Das Zelt ist nass. Die Schuhe und die Socken sind immer noch nass von gestern. Ja, es ist eigentlich alles ein bisschen nass und feuchtend. Aber ich laufe jetzt los. Ich habe relativ gut geschlafen. Die Ohrenstöpsel drin gehabt, weil es ist recht laut von diesem Bach hier. Wir sehen jetzt gerade. Und ich hoffe einfach, dass es gleich sonnig wird, dass ich meine Sachen ein bisschen in die Sonne tun, längere Pause machen und in die Sonne legen. Aber zuerst muss ich durch den Bach. Ja. Ja, die Strömung war nicht sehr stark. Aber es ist eiskaltes Wasser. Und gerade knapp über die Knie raufgekommen. Und jetzt muss ich laufen, damit die Beine und die Füße wieder warm werden. Eiskaltes Wasser. Ich habe noch einen Bach überqueren. Darum hatte ich langsam warme Füße. Ja, noch. Da haben wir geschafft, ohne nass zu werden.
Mittlerweile regnet es konstant. Aber ich bin in einem Wald unterwegs. Ist gut. Und bin, ich glaube, in 20 Minuten vom Pass oben weg. Lake Enpass. Holy moly. Es ist mittlerweile schon fast 2:30. Ich bin schon seit einem Zeitchen hier Mittagspause und weit vom Chuck und vom Drop. Wir haben jetzt hier gerade Pause gemacht, weil es gerade so eine Lichtung war und relativ schönes Wetter, obwohl es beständig ändert. Auf jeden Fall haben wir alles ins Zeug ausgepackt, das Zelt aufgestellt und den Schlafsack ausgelegt und schaut, dass möglichst viel möglichst schnell trocknet. Ich mache jetzt noch 8 Meilen, ich habe jetzt gerade Karte studiert. Das ist halbweg auf den nächsten Pass. Der nächste Pass ist der Hauptpass. Und auf der halben Strecke hat es gute Zeltplätze anscheinend. Es hat gerade wieder angefangen zu regnen. Kleine Hagelkärmchen sind gerade. Und sind dann ein paar Bäume und dann habe ich gedacht, das ist doch gut. Ich bin da noch ein Baum ein bisschen unten, bis das Gelbste wieder vorbei ist. Ich bin nur gerade 5 Minuten unten gestanden, es regnet zwar immer noch, aber nicht so stark, dann habe ich gedacht, gar nicht wieder.
Ich bin schon froh, es regnet nicht nonstop. Jetzt hat es eine halbe Stunde geregnet und jetzt ist die Sonne wieder draussen. Wer macht so stutzige Wanderwege? Zwei Spitzkehren drin und sonst ist alles stutzig rauf. Du musst aufpassen, dass du schwer Rucksack hast, nicht hinten rausgehst. Aber ich habe es jetzt nicht geschafft, zum Zwischenpedali auf dem halben Weg auf den Pass, auf den Hauptpass. Und dann würde ich mein Nachtlager aufschlagen. Oh. So, es ist jetzt 10 vor 6 Uhr und ich habe also das Zwischending rüber geschafft. Die Zwischenebene ist schon das Zelt gestanden, das Bär war aber. Ich habe mir dann schnell ein Plätzchen suchen, weil es hat angefangen zu ripfeln. Und ich habe jetzt das Zelt just mir jetzt stellen und jetzt zeigt es wieder. Ich habe nur das Zelt gestellt, ich habe noch nicht eingerichtet drinnen. Die Luftmodell sonst nur durchblasen. Einfach möglichst schnell das Zelt stellen. Jetzt fange ich an mit der Inneneinrichtung. Und jetzt ist etwas zur Nacht. Ja, heute habe ich wieder ein gutes Timing gehabt. Guten Morgen. Tag Nummer 56 auf dem Continental Divide Trail. Es ist jetzt 6:30 an dem heutigen 20. Juni, Montag. Ja, es ist ein kalter Morgen heute, aber trocken. Die ganze Nacht trocken gewesen. Ein bisschen windig. Ja, ich habe zum Morgen gegessen, zusammengepackt. Ich bin eigentlich fast bereit zum Weiterlaufen. Es geht jetzt auf den Hauptpass. Das ist die einzige Schwierigkeit heute. Also schwierig, es geht einfach ab sein. Auf der anderen Seite geht es jetzt Tal ab und Richtung Twin Lakes. Ich glaube irgendwie 15 Meilen bis nach Twin Lakes und dort bleibe ich die Nacht. Es gibt noch eine Abkürzung auf Twin Lake rein, die würde ich auch nehmen. Spart noch ein paar Meilen. Dann bin ich ein bisschen länger, habe ich mehr Zeit in der Ortschaft. Gibt wieder einiges zu tun. Waschen, einkaufen, dann hole ich fressen und dann muss ich schauen, die Luftmatratze verliert Luft. Die letzten 2 Nächte müssen zumindest Nacht 2-mal aufblasen. Schauen, ob ich irgendwas Loch finde oder so. Ja. Jetzt ist gerade so ein Windbär fast, hat mich gerade übermannt.
das Boot abgeschupft. Boot rausgeht. Zum Glück ist das nicht allzu steil abgegangen, sonst das hätte ich B senden. Einfach sogar so Windbecher. Natürlich sehe ich. Ei. Das Bein verschlagen. Aber es ist wieder gut. Also ich stehe jetzt hier bei der Abzweigung zum Willys Gulch Trailhead. Ich gehe jetzt dort runter. Knapp 2 Meilen und nachher noch 2 Meilen nach Twin Lakes, also 4 Meilen circa total. Der Weg führt mich links um den See herum und der Continental Divide Trail geht rechts um den See herum, wo es 10 Meilen sind. Also spare ich etwa 6 Meilen, das sind ein bisschen mehr als 2 Stunden. Und in diesen 2 Stunden kann ich in Twin Lakes schon etwa 1-2 Milch trinken, einen Kuchen essen, einen Hamburger essen, Glasse schlecken, etwa ein Dr. Pepper saufen, bis mir schlecht wird. Und nachher kommen wir die ersten an, die rechts um See sind, am Originalweg entlang. Es ist jetzt 20 vor 11 und ich bin jetzt in Twin Lakes. Ich bin noch etwas früh. Der Food Truck, also der Hamburger Imbiss, dort erst um 11 Uhr und auch das Hotel, dort auch erst um 11 Uhr. Aber ich war im Laden einfach, habe etwas gekauft, habe 2 Liter Milch gekauft und Gutzli, was sie hatten, sonst hatten nicht viel Schloss gehabt. Leider. Jetzt warte ich hier in der Sonne ein bisschen, bis das Hotel läuft und der Foodtruck.